Hallo, heute bei Reingedruckt möchte ich euch in meinen Augen die schönste Lithofane zeigen. Und zwar die Lithofane, die man mit einem Drucker oder mit einem Hotend ganz einfach drucken kann. Zeige ich euch das Ganze einfach mal. Der Link zu der Webseite ist definitiv unten in der Beschreibung mit drin. Ist auch ganz einfach. Als erstes wird ein Image mit dazu geladen oder ein Bild. Nehmen wir mal einen schönen Strand. Danach fangen wir an, das Ganze zu editieren. Da fragt er uns, möchten wir ein Schwarz-Weiß-Bild haben oder wie man das übersetzt. Mittelwertbildung oder Luminanze. Mittelwertbildung wird es ein sehr helles Bild. Lassen wir das einfach mal drin. Können wir ja mal probieren. Hier kann man letztendlich noch ein bisschen die Helligkeit und alles sowas mit reintragen, wenn man möchte. Man kann das spiegeln. Ja, wenn ich jetzt hier spiegeln drücke, dann ist der Steg zur anderen Seite oder zu der Seite. Oder aber man kann es umdrehen. Funktioniert ganz gut. Mit der Bildeinstellung sind wir soweit fertig. Aber wobei, das gefällt mir besser. Jetzt fangen wir an mit dem Modell. Man hat mehrere Möglichkeiten. Wir machen mal hier erstmal ungefähr 190 oder schreiben wir mal selber rein. 190. Na, ist ein bisschen groß gerade. 190. Und dann, na, kenne ich jetzt hier nicht. 190. Jetzt haben wir es. So. Und dann ist das Bild in der Höhe 43, und dann minimale Dicke 0,8. Da hätte ich gerne 0,5. Maximale Dicke 3,2. Da hätte ich gerne 3. Hier kommt der Rahmen. Kann man sich aussuchen. Kein Rahmen. Ein Rahmen. Oder einfach nur ein Rand. Wenn man den Rand nimmt, dann ist es an der Stelle halt ein bisschen schmaler. Ich möchte gar nichts haben von denen. Ich möchte halt wirklich nur das Bild haben. So, Qualität 0,1 mm. Geht auch feiner. Dauert aber letztendlich der Download länger. Und dann steht auch hier schon geschätzte Dateigröße 6 MB. Einige Slicer können denn keine Daten verarbeiten, die größer als 480 MB sind. Das hängt ein bisschen von der Rechnerleistung ab. Machen wir mal hier 0,1 wieder rein. 0,1. Vorschau des Modells. Machen wir mal hier richtig gute Qualität. Da kann man schon so ungefähr sehen, wie sieht es aus. Also wird schon, ja, wenn wir das jetzt auf, kann man kurz zeigen, 0,5 machen, ja, wo es schon sehr grob ist, sieht das Ganze so aus, also nicht mehr so schön. Und wenn man wirklich mehr Details drin haben möchte, machen wir mal hier 0,02, haben wir wirklich deutlich mehr Details drin. Hier rechnet das schon, der Teil wird größer als 2, aber hier, also es sieht dann schon wirklich sehr, sehr gut aus. 0,01 sollte reichen. Wird es auch nicht ganz so groß. So. So. Dann gehen wir weiter in die Attribute. Soll es eine Lampe werden? Ja. Versatz und Entfernung lassen wir mal stehen. Hier fragt er uns direkt, ob wir eine Lampenmontur dran haben möchten. Da müssten wir uns das ganze Ding mal auf der Rückseite angucken. Das ist nämlich hier. Wenn man sie dran haben möchte, würde ich euch gleich von vornherein empfehlen, druckt es mit Rahmen. Es wird stabiler. Ja?
Nee, möchte ich nicht. Ja. Und... Ach, machen wir das Lampe hinten wieder weg. Uns geht es erstmal wirklich nur um die Lithofane. Die ganzen Einstellungen, die hier zusätzlich sind, Lampe ja, Lampe nein, probiert euch damit wirklich selber aus. Ihr könnt auch ganz einfach sagen, das wird Nachtlicht. Ja, dann macht ihr euch hier dann so ein schönes Ding mit dran, dass ihr das dann einfach auf euer Nachtlicht draufstecken könnt. Also es ist wirklich eine Menge gemacht mit der Software. So wie ihr es einstellen wollt, dürft ihr es gerne machen. Hintergrundbeleuchtung. Halt. Hintergrundbeleuchtung ist vorhanden. Und dann kann man hier dann ungefähr sagen, wie hell und was für ein Lichtfaktor und. Und aus der Erfahrung raus weiß ich, dass es oft ein leicht gelbliches Licht ist. Ja, Materialfarbe weiß. Das ist bei mir auch ein bisschen gelblich, wenn es gedruckt ist. So. Und hier fragt er uns nach dem Bild, weil das Programm selber gibt uns nicht nur ein Image, sondern auch ein Foto mit raus. Und positives Bild, ja, spiegeln, das bleibt, lassen wir alles wirklich so stehen. Macht ihr euch am wenigsten Ärger mit. Und drehen wir das Ganze mal wieder um. Sieht aktuell so aus. Dann geht ihr einfach nur auf Herunterladen. Müssen wir ganz kurz warten. Lithofane ist hier noch am Rechnen. Dann Lithofane plus Attribute runterladen und die Farblithofane dazu runterladen. So, jetzt öffnen wir uns diese Datei hier. Schmeißt da rein, theoretisch gleich bei Cura rein. Genau, da haben wir es. Ich möchte das wie gesagt mit einem anderen Drucker drucken heute. Und zwar mit dem hier. Wir müssen das Teil, oder ich lege das Teil gerne flach hin. Geht ganz einfach. Die flache Stelle angeklickt. Ich möchte es auch flach auf dem Tisch liegen haben. Also Z0. Hier dann auch eine 0 rein. Dann ist es schön mittig. Bestätige das Ganze. Und jetzt wichtig, dass wir das eintragen, was wir vorhin hatten. Und zwar Qualität 0,1. Dicke der ersten Schicht 0,2. Nee, da lassen wir mal die 0,3 drin. Passiert nichts. Und wir slicen das Ganze. Geschwindigkeit muss ich, nee, lasse ich so. 60, das bleibt. Material gehen wir kurz rein. 210 weiß ich. 60 bleibt auch. Und was jetzt noch wichtig ist, ist die Füllung. Nicht 8%, sondern 90% oder 80%. Ja, also desto mehr Füllung ihr hier drin habt, desto besser ist es. Macht nicht den Fehler, macht 100% Füllung rein. Damit setzt ihr euch dann definitiv auf die Nessel. Oh, ist gleich fertig. Meine Lithofane in der Hinsicht hat eine Druckzeit von 6 Stunden 4 Minuten. Und ja, ich könnte es jetzt gleich so zu Octoprint drüber schicken. Mache ich es nicht. Ich mache es auf den normalen Weg. In den Ordner speichern. Speichern in Datei. Ja, ich hatte als letztes habe ich hier mit einer SD-Karte gearbeitet. 3D-Druck. Fertig für Druck. Alt. Einmal zurück. Fertig für Druck. Speichern. So, und jetzt schieben wir das Ganze natürlich noch zu Octoprint rüber.
machen wir mal ganz einfach Google Chrome. Nee, will er so nicht. Nochmal, Google Chrome. Melden wir uns bei Octoprint an. Login. Und wir gehen in unser Ordner fertig für Drucken. Ansicht, Details. Datum. Und wir schieben das jetzt hier rein. Bam. Den können wir rauslöschen. Der ist schon abgearbeitet. Viele Informationen. So. Die Lithofane ist jetzt komplett hier drin. Jetzt gehen wir auf Drucken. Und ich melde mich dann wieder, wenn das Ding fertig gedruckt ist. Dauert ein bisschen. So. Jetzt habe ich alles ausgedruckt. Also einmal die Lithofane. Sind so kleine Pünktchen drauf. Das liegt daran, dass ich ein kleines Desaster hatte mit meinem Drucker. Ist nicht ganz sauber geworden. Das Gewählte ist daran schuld. Ich habe zu schnell runtergenommen. Das war noch nicht richtig abgekühlt. Aber ist halt wirklich nur zum Zeigen. Wie funktioniert das? Um euch zu zeigen. Ja, die Lichtquelle kurz angemacht. So sieht es aktuell aus. Und machen wir das wieder aus. Das, was ihr hier seht, das ist das, was ich zusätzlich mit ausdrucken sollte, damit es dann halt vernünftig wird. Und damit das dann auch wirklich so aussieht, wie es dann sein soll, machen wir das uns jetzt ganz einfach. Wir nehmen ein bisschen Kleister. Machen den hier auf. Ja, die Rückseite sieht nicht so schön aus. Ein bisschen zu schnell gedruckt. Aber das stört bei dem Bild nicht. Machen wir hier ein bisschen Kleister drauf. Vor allen Dingen schön an den Ecken. Was ihr da für Kleber nutzen tut, das ist letztendlich eure Sache. Ich von meiner Seite her nehme der geht ganz gut. Und wenn ihr den Kleister drauf habt, dann klebt ihr das auf das gedruckte, so nach Möglichkeit Ecke auf Ecke. So. Ja, nicht richtig hundertprozentig Ecke auf Ecke. Boah. Stimmt. So. Nochmal hier unten ein bisschen glatt gestrichen. So. Jetzt mache ich nochmal das Licht an. Und schaut mal, wie es jetzt aussieht. Finde ich persönlich viel schöner. Ist dieselbe Lithofane, nur halt ein bisschen farblich abgesetzt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr mehr davon sehen wollt, abonniert den Kanal. Und ja, bis zum nächsten Mal.